Unrunder Motorlauf, schlechtes Startverhalten, Leistungsverlust oder eine aktive Motorkontrollleuchte? Bei diesen Anzeichen kann ein Fehler bei einem oder mehreren Dieselinjektoren vorliegen. Und damit hallo und willkommen im Repexpert Trainingscenter. Heute geht es um die Diagnose und um den fachgerechten Aus- und Einbau von Piezo Common Rail Injektoren, auch PCR-Injektoren genannt. Alles, was ihr dazu wissen solltet, gibt es nach dem Intro. Bei den eingangs erwähnten Symptomen empfiehlt es sich zuerst, den Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes auszulesen. Zur weiteren Bestätigung eines defekten Injektors kann zusätzlich noch eine Rücklaufmengenvergleichsmessung durchgeführt werden. Wurden ein oder mehrere defekte Injektoren diagnostiziert, kann mit dem Austausch begonnen werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass französische Motorenhersteller teilweise eine abweichende Nummerierung der Zylinder verwenden. Wie tausche ich jetzt einen Injektor aus? Manche Fahrzeughersteller schreiben vor, zuerst den Restdruck im Common-Rail-System mit Hilfe eines Diagnosegerätes abzubauen. Es ist auch von Vorteil, wenn der Motor warm ist, denn dann lassen sich die Injektoren leichter lösen. Zum eigenen Schutz empfiehlt es sich, bei den folgenden Arbeitsschritten eine Schutzbrille und geeignete Handschuhe zu tragen. Außerdem solltet ihr einen Lappen zur Hand haben, um auslaufenden Diesel beim Öffnen der Leitungen aufzunehmen. Ihr beginnt am besten damit, den Bereich rund um die Reparaturstelle gründlich zu reinigen. Dann kann die elektrische Steckverbindung gelöst werden. Jetzt könnt ihr den Lappen in den Bereich der Hochdruck- und Rücklaufleitungsanschlüsse legen und die Verbindungen trennen. Achtung! Hier kann Kraftstoff mit Restdruck austreten. Nun kann auch die Hochdruckleitung ausgebaut werden. Und auch hier Vorsicht wegen des möglichen Restdrucks. Der offene Anschluss am Rail sollte jetzt unverzüglich verschlossen werden, um ein Eindringen von Schmutz zu verhindern. Denn gelangt Schmutz in die Railleitung, kann das zum Ausfall des neuen Injektors führen. Der Injektor kann nach dem Entfernen der Schraube und der Spannbratze ausgebaut werden. Das geht in den meisten Fällen nicht so einfach wie bei diesem hier. Es gibt aber inzwischen gute Ausbauwerkzeuge und Lösesprays. Versucht keinesfalls, den Injektor durch Drehen oder Ziehen am elektrischen Steckkontakt zu demontieren. Er ist nicht für eine mechanische Belastung dieser Art ausgelegt. Jetzt, wo der Injektor ausgebaut ist, könnt ihr die Brennraumdichtung sehen. Hier ist sie zum Glück am Injektor. Sie kann aber auch in ihrem Sitz im Zylinderkopf kleben. Ihr dürft nicht vergessen, sie zu entfernen. Bei dieser Gelegenheit könnt ihr euch auch den Injektorschacht ansehen und bei Bedarf reinigen. Schaut euch danach den Sitz der Brennraumdichtung an. Dieser sollte eine einwandfreie Dichtfläche zeigen. Eine beschädigte Dichtfläche kann mit einer speziellen Reibahle nachgearbeitet werden. Je nach Materialabtrag ist dann aber auch später eine stärkere Brennraumdichtung zu verwenden, um die richtige Einbauposition des Injektors wiederherzustellen. Bei diesen Arbeiten ist immer darauf zu achten, dass kein Schmutz oder Metallspäne durch die Injektorbohrung im Zylinderkopf in den Brennraum gelangen. Vor dem Einbau ist es ratsam, sich die aufgedruckte Kodierung am Kopf des Injektors zu notieren. Injektoren bei neueren Fahrzeugen, spätestens aber ab Abgasnorm Euro 5, müssen mit dieser Kodierung im Motorsteuergerät angelernt werden, um einen einwandfreien Betrieb des Injektors zu gewährleisten. Die Schutzkappen des Injektors entfernt ihr am besten so spät wie möglich, denn so ist der Injektor vor Schmutz und Beschädigung am längsten geschützt. Vorne am Injektor befindet sich die Brennraumabdichtung, die auch zur Wärmeableitung dient. Sie muss immer erneuert werden. Bei vielen ist sie Bestandteil des neuen Injektors, bei einigen nicht. Jetzt könnt ihr den Injektor mit der Spannbratze und einer neuen Befestigungsschraube montieren. Die Gewindebohrung im Zylinderkopf solltet ihr zuvor ausblasen, denn es darf, wie bei einer Zylinderkopfschraube, keine Flüssigkeit darin stehen. Achtet auf das Anzugsdrehmoment der Schraube, der Anschlüsse der Hochdruckleitung und auf die richtige Montagereihenfolge. In einigen Fällen wird hier auch die Erneuerung der Railleitung zum Injektor gefordert. Grundsätzlich sollte hier alles verspannungsfrei montiert werden. Wir empfehlen auch noch, die Rücklaufleitungen mit ihren Kunststoffanschlüssen zu erneuern. Diese sind meist nach längerer Laufzeit ausgehärtet, spröde und werden gerne undicht.
Reparatursätze sind meist günstig erhältlich. Jetzt müsst ihr nur noch den Injektor im Motorsteuergerät mit der Kodierung anlernen und bei laufendem Motor eine Dichtheitsprüfung durchführen. Zum Schluss noch eine Bitte. Ein PCR-Injektor ist ein Präzisionsbauteil. Achtet bitte beim Umgang mit diesem Teil auf absolute Sauberkeit und geht sehr sensibel damit um. Ein heruntergefallener Injektor darf nicht mehr eingebaut werden und die Verpackung sollte beim Erhalt unbeschädigt sein. Das war's aus dem Repexpert Training Center. Tschüss und bis zum nächsten Mal.